Wir kaufen gleich das Holz ein für den Boden. Wir suchen noch die richtigen Latten. Mal schauen, wie es wird. So, wie ihr seht, wir sind an der Verlattung dran. Wir benutzen sie gleichzeitig auch als Befestigungspunkte für die Möbel. Und aus diesem Grund wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr Holz sein. Aber dadurch haben wir mehr Fixpunkte am Boden. Ja, die Jessie misst, ich schneide. Es ist schön warm, fast zu warm heute, um zu arbeiten. Aber was sein muss, muss sein. Bevor wir die Latten verkleben konnten, mussten wir den Boden aber erst noch vorbereiten. Wir haben den Boden gründlich mit Nitro gereinigt und eine Grundierung aufgetragen. Von der vorherigen Bodenplatte waren Löcher im Boden zurückgeblieben, die wir nun mit 2-Komponenten-Kit gefüllt haben. Danach trugen wir Epoxidfarbe auf, da diese zusätzlichen Korrosionsschutz bieten soll. Damit waren wir mit der Vorbereitung soweit fertig und wir konnten nun mit Sikaflex die Latten verkleben. Wie man hinter uns vielleicht erkennen kann, sind wir soweit eigentlich fast fertig mit der Verlattung. Einzige kleine Stelle ist hier eigentlich, wo wir noch die Ecke ein bisschen anpassen müssen, weil der Tritt ist ein bisschen speziell hier abgerundet. Und hinten fehlen ein paar kleine Blöcke, wo wir hinten bei der Tür das noch ausbessern wollen. Ich versuche jetzt gerade unsere alte Bodenplatte schablonentauglich zu machen. Also die alte Bodenplatte, die hier ganz kaputt ist, wie man sieht, wollen wir ja nicht nochmal verwenden, sondern eine neue machen. Und ja, an einigen Stellen stimmt sie nicht mehr so ganz mit unserem Bus überein, also mit der Außenlinie. Unter anderem dadurch, dass wir ein bisschen höher sind, weil die Radkästen, die sind ja schräg. Und dort müssen wir es jetzt ein bisschen anpassen. Schönes Armaflex überall auf. Ist ziemlich mühsam, mal abzuschätzen, wie groß das genau sein muss, weil natürlich bei den Sicken braucht es ein bisschen mehr Armaflex, wenn es so rauf runter geht. Aber grundsätzlich muss ich sagen, sind wir relativ überzeugt. Wenn man mal ein bisschen ein Händchen dafür bekommen hat, dann geht es eigentlich recht schnell. Es geht recht einfach. Ja, und dann misst aus, wie groß das Feld sein muss. Gibt einen halben Zentimeter dazu und dann klippen. Also es geht eigentlich recht gut voran jetzt. Die erste Schicht haben wir mal soweit drauf getan. Also die Jessica hat es drauf getan, ich habe es nur geschnitten. Wir werden noch in den Sicken noch eine 9 mm Schicht drauflegen und danach das Ganze mit Styrodur bündig zu machen mit den Hölzern. Und danach kommt wieder die Holzplatte drauf.
Damit ist dieser Teil abgeschlossen. Als nächstes verlegen wir den Vinylboden. Nachdem wir jetzt alles rausgenommen haben, werden wir jetzt den Vinylboden reinlegen. Es ist ein Klick-Vinylboden, den wir aber am Boden noch bekleben werden, einfach damit es wirklich richtig fest hält. Den dünnen Vinylboden können wir ganz einfach mit dem Cutter zuschneiden. Und wir legen ihn einmal trocken auf, um zu sehen, ob die Formen auch wirklich stimmen. Damit wir später die Möbel fixieren können, stellen wir sie hinein und bohren durch die Konstruktion dieser Möbel, durch den Vinylboden und durch die Bodenplatte hindurch. Danach kommt nochmal alles raus und wir hämmern die Einschlagmuttern in den Boden rein. Und damit sind wir endlich so weit, dass wir den Vinylboden kleben können. Letztes Mal wurde es ein bisschen spät, wir haben bis in die Dunkelheit gearbeitet, aber ich glaube, es hat sich schon richtig gelohnt. Also wir sind super zufrieden mit dem Ergebnis, Farbe, Struktur, also ich glaube, wir haben uns schon richtig entschieden. Ja, also es gefällt uns wirklich, wie Jessie gesagt hat. Das System lässt sich sehr gut verarbeiten, wir können es auf jeden Fall jedem empfehlen, dieses Klick-Vinyl-System. Eine Sache haben wir jedoch, wir haben es dann verbaut, als es sehr warm war. Wir wissen nicht, wie sich das entwickelt, wenn es kälter wird, ob sich das verschiebt, ob man da die Fugen vielleicht sehen wird oder nicht. Wir werden es sehen auf jeden Fall. Ja, das wird sich wohl zeigen. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein paar Kommentare da lässt, wenn ihr uns sagt, was ihr davon hält oder auch, was ihr für Materialien verwendet habt für den Boden, wie ihr das verbaut habt und was auch dafür oder dagegen gesprochen hat, was da die Überlegungen waren. Ja. Ansonsten freuen wir uns über ein Like. Ja, lasst auch gerne ein Abo da, wir würden uns sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Man muss ja erst die Oberfläche des Dings behandeln, des Kits, damit das eben ist. Das ist ja sonst so faserig. Großes Durcheinander.